Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Akku die Selvatica Tactical mit GTX Einsatzschuhe. Wir haben euch von Akku bereits mehrere Schuhe für verschiedene Einsatzzwecke vorgestellt, unter anderem auch die Alterra. Hier haben wir quasi das, wo wir euch auch nochmal einen Bericht nach über einem Jahr Nutzung gezeigt haben. Könnt ihr gerne nochmal hier am Ende dieses Videos schauen, da verlinken wir euch das. Die haben wir mit dazu auf den Tisch gestellt, einfach um euch zu zeigen, hier geht es jetzt wieder um einen leichten Einsatzschuh für mittelschweres Gelände. Man kann getrost sagen, dass der Selvatica sich der Reihe einreiht, die wir im Merrell-Video genannt haben, also sprich den Moab, den Alterra, den C4 von Lova und was war der fünfte? Der Salomon Quest, genau. Also diese Schuhe sind alle so in diesem Verbund, wo wir sagen, das sind gute, mittelhohe Einsatzstiefel, die man eben auch für leichteres bis mittelschweres Gelände verwenden kann, wo der Fokus eben auf schnell und leicht liegt. Fangen wir gleich auch mal mit dem Gewicht an. Wir haben hier den Selvatica in der Größe 44,5 und der wiegt 550 Gramm. Das deckt sich hier mit dem Alterra, der wiegt aktuell, der ist ja schon ein bisschen runtergelaufen, ein bisschen Stoff weg, der wiegt aktuell 520 Gramm, also ist minimal leichter, wobei man hier auch nochmal vom Schuh her einen deutlich technischeren Schuh hat als den Alterra. Ich zeige es mal hier beide nebeneinander. Ihr seht schon, hier hat man einen klassischen Lederschuh, der mit Wildleder ausgearbeitet wurde, und hier in diesem Schuh ist tatsächlich kein Leder verwendet worden. Das ist, denke ich, eine ganz interessante Geschichte. Gerade auch, wir hatten es, ich weiß nicht bei welchem Schuh, ich glaube bei den Merrell hat jemand gefragt, ob die denn auch vegan sind. Das wäre dann hier bei dem wahrscheinlich der Fall. Ich habe jetzt nicht explizit auf der Seite geschaut, ob das so ist, aber ich sehe hier keine natürlichen Produkt- oder Fasern. Das heißt, das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Argument dafür. Vom Schnitt her habt ihr eben vielleicht auch schon kurz gesehen im Close-Up. Der Alterra ist eher ein Schuh, der breiter ist. Den gibt es quasi nicht in Weitgrößen, aber der ist für einen breiten Fuß, wie ich einen habe, ist der ideal. Und der Selvatica, der ist eher schlank, also eher ein bisschen schmaler und spitz zulaufender im Vergleich, im direkten Vergleich, würde ich jetzt tatsächlich so in die Salomon-Ecke am ehesten schieben. Ja? Oder auch der Merrell Moab, der ist auch relativ schmal geschnitten. Das heißt, wenn ihr einen breiten Fuß habt, ist der Selvatica vielleicht nicht der richtige Schuh für euch. Man hat hier versucht, mit einem Design zu arbeiten, was mit möglichst wenigen Nähten auskommt. Also der Schuh ist auf maximale Haltbarkeit ausgelegt. Man hat hier viel mit Kunstfasern gearbeitet, um eben auch einen sehr modernen, leichten Schuh zu kreieren, der verschiedene Einsatztätigkeiten oder Einsatzfelder abdecken kann. Wir haben hier einmal ein PU-Skelett, das sieht man hier ganz gut an der Farbe. Das heißt, der Schuh ist auf jeden Fall auch schon mal wartungsärmer, nenne ich es jetzt mal, als der Alterra. Da bei dem Wildleder ist ganz klar, wenn da mal irgendwie, wenn der in den Dreck kommt, dann braucht der deutlich mehr Pflege als dieser Schuh hier. Das wäre dann vielleicht vor allem für Leute interessant, die jetzt häufig Einsatzschuhe tragen müssen, vielleicht auch bei der Polizei oder im Sicherheitsdienst. Und da würde der Selvatica auf jeden Fall auch gut reinspielen. Den gibt es nämlich nicht nur auch in der mittelhohen Variante, sondern auch in der flachen Variante nochmal zusätzlich und eben auch in verschiedenen Farben. Ja, das ist jetzt hier Ranger Green aktuell. Es gibt den aber auch natürlich in Schwarz. Ja, ansonsten wird hier ein 3D-Meshgewebe eingesetzt, das sogenannte R8000. Das hat laut Akku eine 11-mal höhere Atmungsaktivität als bei herkömmlichen Mesh-Materialien. Vor allem ist es auch sehr schnell trocknend. Ja. Wir haben hier einen Gore-Tex-Schuh, das heißt, der ist auf jeden Fall schon mal wasserdicht von Haus aus, aber eben die Materialien, das Mesh-Material wird natürlich über der Membran, wird ja nass und das soll deutlich schneller trocknen. Wir haben jetzt dazu noch keine Erfahrungswerte. Ich hoffe, da können wir noch mal welche sammeln, aber dass ihr es einfach schon mal gehört habt. Bei der Sohle setzt Akku auf Vibram, wie auch bei den anderen Modellen, die wir schon bereits vorgestellt haben. Hier die Mega Grip Sohle, die soll auch nochmal von der Haltbarkeit her bzw. vom Grip her deutlich mehr halten als jetzt die anderen Sohlen. Wenn ich die jetzt mit unseren abgelaufenen Vibram-Sohlen von den Alterras vergleiche, seht ihr hier schon ganz gut. Die haben tatsächlich einen sehr, sehr guten Grip gehabt, aber laufen sich eben auch innerhalb von 1 bis 2 Jahren relativ gut ab, wenn ihr die täglich tragt. Das muss man immer dazu sagen. Je nachdem, wie viele Schuhe ihr habt oder wie viele Stiefel ihr nutzt, bei Vibram-Gummisohlen ist es so, die laufen sich relativ schnell ab.
Neubesohlen ist dann in der Preisklasse natürlich auch nicht möglich. Das geht dann eher bei den Lova-Stiefeln wird das zum Beispiel angeboten, nur dass ihr es auch mal gehört habt. Ansonsten habt ihr von der Ausstattung her hier ein Schnürsystem, was auch ganz interessant aufgebaut ist, gerade wenn man mal jetzt nochmal den Alterra als Beispiel heranzieht. Hier hat man ein Schnürsystem, was eigentlich gleichbleibend in der gleichen Höhe immer durchgeführt wird. Hier ist es so, ich habe immer 2 außenliegende Schlaufen außerhalb am Schuh, also auf der Außenseite, und dann nochmal 2, die hier im Zungenbereich nochmal gesetzt werden. Ja, das heißt, ich habe immer weit, schmal, weit, schmal. Dadurch kann man den Fuß ziemlich gut fixieren im Stiefel, und das ist natürlich auch nochmal eine interessante Geschichte, was den Tragekomfort erhöht. Ansonsten wird hier die Schnürung mit einer Art Paracord oder Daisy Chain fixiert. Das ist also keine Schlaufe, wird hier durchgeführt, und hier in den mittleren Bereichen sind dann nochmal große, breite Schlaufen. Ja, also selbst wenn jetzt hier die Außenschlaufen ausreißen, habe ich immer nochmal die Möglichkeit hier, dass es innen fixiert ist. Also es ist quasi auch nochmal eine integrierte Backup-Lösung. Die Zunge ist natürlich mit dem Schuh verbunden, dass hier auch im Zungenbereich kein Dreck eintreten kann. Der Gore-Tex-Bereich geht hier auch bis hier oben hin. Also das heißt, ich habe auch wirklich fast bis zum Stiefelende den Nässeschutz gegeben. Und vom Komfort her hat man hier natürlich ordentlich mit Mesh gearbeitet, um eben hier gerade den hinteren Bereich und die Seiten möglichst komfortabel zu machen, inklusive Zunge. Für den Einstieg habt ihr hinten eine Schlaufe zum Festhalten, und auch vorne an der Zunge wäre nochmal eine Schlaufe, die ich fixieren kann oder festhalten kann, wenn ich mit dem Fuß einsteige. Natürlich darf bei so einem Schuh auch kein Geröllschutz fehlen, wobei ich sagen muss, hier hat man ja durch dieses PU außen, durch das PU-Skelett hat man schon eigentlich einen umlaufenden Geröllschutz, der wirklich sehr, sehr gut ist. Wenn ich nochmal hier den Alterra ranziehe, der hat tatsächlich dann nur im vorderen Bereich einen Zehenschutz und die Seiten sind ungeschützt. Hier hinten wird es dann wieder ein bisschen mehr mit dem Schutz, aber hier habe ich durch dieses PU-Material, was dann auch bis über den Spann quasi hochgeht, habe ich hier durchgehend diesen Schutz und habe vorne nochmal zusätzlich eine verstärkte Kappe und natürlich auch im hinteren Bereich. Für die Einlegesohle wird hier eine Ortholite X25 Hybrid verwendet. Die kann man herausnehmen, waschen und natürlich auch gegen andere Sohlen ersetzen, wenn man hier orthopädische Einlagen benutzen will oder sonst was. Aber dass ihr es einfach mal gesehen habt, das wäre das, was euch Akku mitliefert. Für den Laufkomfort setzt Akku hier auf das Elica Natural Stride System. Das ist quasi die Zwischensohle, die zwischen der Vibram-Sohle und der Innensohle agiert, was biomechanisch nochmal unterstützt beim Laufen, beim Abrollen. Das heißt, man hat hier im Vergleich zum Alterra doch nochmal ein bisschen einen steiferen Schuh. Gerade wenn ich jetzt hier mal den direkten Vergleich nehme. Der ist ein bisschen weicher, also vielleicht von der Geländeschwierigkeit ist der Silvatica nochmal einen Ticken mehr. Ich würde jetzt nicht sagen für Alpin, aber auf jeden Fall wird der in einem felsigen Gebiet deutlich besser arbeiten nochmal als der Alterra. Kommen wir zum Fazit. Der Silvatica Tactical mit GTX oder auch in der Low-Variante ist unserer Meinung nach gerade für die Leute interessant, die sagen, ich möchte einen möglichst wartungsfreien Schuh, wo ich nicht viel Pflege betreiben muss und der mir von Haus aus eben einen sehr, sehr guten Komfort und eine Atmungsaktivität bietet, die vielleicht ein Gore-Tex-Schuh normalerweise nicht bietet. Das ist immer natürlich komplett abhängig von euren Füßen, wie gut die Atmungsaktivität arbeitet oder nicht. Wir hatten das schon in anderen Schuhvorstellungen. Das ist tatsächlich immer subjektiv zu betrachten, kann man objektiv nichts zu sagen. Das sind auch Gore-Tex-Schuhe und die haben sich für meine Erfahrungswerte überhaupt nicht wie ein Gore-Tex-Schuh getragen. Gerade wenn ich den auch mal mit Lova, C4 und Co. Vergleiche. Hatte ich immer ein gutes Fußklima drin. Und ich denke, das wird bei diesem Stiefel hier auch so sein. Wir haben, wie gesagt, noch leider keine großen Erfahrungswerte hier zu diesem Stiefel oder zu diesem Einsatzschuh, werden das aber hoffentlich bei Gelegenheit noch nachliefern können. Ihr bekommt auf jeden Fall den Silvatica GTX entweder als Mid- oder als Low-Version in den verschiedenen möglichen Farben bei Reton Company und der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr den Schuh vielleicht auch schon für euch in die nähere Auswahl gefasst? Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.